Ja, hallo, in dem Video will ich euch zeigen, wie ihr aus euren leckeren Äpfeln einen Apfelsaft mit ganz einfachen Mitteln selber herstellen könnt. Der Apfelsaft ist pasteurisiert und hält ca. 1 bis 2 Jahre. Schauen wir es uns mal an. Als erstes bereiten wir die Äpfel zum Entsaften vor. Das heißt, wir waschen sie gründlich ab und schneiden sie in kleine Stücke. Beim Schneiden entfernen wir das Kernhaus und alle faulen Stellen, um möglichst guten Rohsaft zu bekommen. Dann werden die Äpfel entsaftet. Hier ist es praktisch, zu zweit zu arbeiten. Einer bereitet die Äpfel zum Entsaften vor, der andere entsaftet. Aber es geht natürlich auch alleine. Stellt euch einen Komposteimer neben den Entsafter, denn er muss recht häufig gereinigt werden. Für 1 Liter Rohsaft braucht ihr in etwa 2 bis 3 Kilo Äpfel. So könnt ihr über den Daumen hochrechnen, wie viel Kilo Äpfel ihr zum Entsaften schneiden müsst. Bevor ich den Saft zum Pasteurisieren in den Kochtopf gebe, siebe ich den Rohsaft vorher ab. Dazu hänge ich einen sogenannten Nussmilchbeutel, auch Passiertuch oder Durchseittuch genannt, in eine Plastikschütte. Außerdem halte ich mit einem flachen Plastiklöffel den Schaum beim Umschütten zurück. Wenn man das Passiertuch entfernt, bekommt man schon einen recht klaren, naturtrüben Rohsaft. So gefiltert gebe ich den Apfelsaft dann in den Kochtopf, um ihn zu pasteurisieren, also haltbar und lagerfähig zu machen. Wenn man den Apfelsaft langsam erwärmt, schwimmt oben ebenfalls noch Schaum auf, den man dann mit einem Löffel abschöpfen kann. Während der Apfelsaft langsam wärmer wird, bereite ich parallel dazu die Flaschen vor. Ich verwende hier alte Wasserflaschen. Das Etikett habe ich mit heißem Wasser abgezogen und die Flaschen vorher innen und außen gereinigt. Damit sie steril und möglichst keimfrei werden, gebe ich sie ohne Deckel bei 120 Grad in den Backofen. Dort bleiben sie, bis ich sie einzeln zum Abfüllen entnehme. Die Deckel sterilisiere ich mit kochendem Wasser. Ebenso alle Utensilien, die ich auch noch zum Abfüllen brauche, wie die Schütte, die Schöpfkelle oder den Abfülltrichter. Beim Pasteurisieren sollte der Apfelsaft nicht heißer als 80 bis 85 Grad werden, dann stelle ich die Herdplatte ab. Es geht darum, dass die im Apfelsaft noch vorhandenen Keime und Enzyme deaktiviert werden, aber die wertvollen Inhaltsstoffe erhalten bleiben. Damit stoppt man die Gärprozesse und der Apfelsaft kippt beim Lagern nicht um. Zur Temperaturmessung verwende ich ein Kochthermometer. Jetzt muss der Apfelsaft nur noch abgefüllt werden. Macht dabei die Flaschen möglichst voll, sodass nur wenig Luft verbleibt. Beim Abnehmen des Trichters achtet darauf, dass der Flaschenkopf und das Gewinde sauber bleiben und der Deckel so luftdicht schließen kann. Schraubt dann den Deckel ordentlich fest auf die Flasche. Wer will, kann am Ende die Flaschen noch mit einem hübschen Etikett versehen. Wenn sie nett aussehen, kann man sie so auch als kleines Geschenk an Freunde weitergeben. Viele freuen sich über so ein kleines Präsent nebenbei. Ja, ich hoffe, dass euch die Methode zum Herstellen von naturtrüben Apfelsaft gefallen hat und dass ihr sie selber mal ausprobiert. Viel Spaß damit. Tschüss!